Hallo und herzlich willkommen bei Teigwelt. Heute sind wir zurück mit einem neuen Produkttest. Wir haben uns 4 Toaster genau angeschaut und sie wie immer in der Praxis ausprobiert. Dazu haben wir in allen Toastern circa eine Packung Toast gemacht und geschaut, wie sie sich verhalten, wo genau die Unterschiede liegen und haben dabei ein ziemliches Preisgefälle gesehen. Das günstigste Modell von Severin kostete nur 20 € und das teuerste Modell von KitchenAid kostete knapp 250 €. Jetzt wollen wir in diesem Test sehen, ob sich der Preisunterschied rechtfertigen lässt oder ob es auch der günstige Toaster sein kann oder auch ein mittelpreisiges Modell. Denn zu den günstigen und teuren haben wir noch 2 Zwischenstufen. Einmal den Krups Toaster für ca. 50 € und den von Dualit für 100 €. Damit ist die komplette Bandbreite vertreten vom Preis. Viel Spaß beim Schauen des Videos. Als erstes mal der erste Eindruck. Wir haben in jedem Toaster jeweils 2 Scheiben Toast gemacht und einfach auf mittlerer Stufe geschaut, wie es sich verhält. Ausgepackt, Toast rein, fertig. Nichts weiter beachtet. Was auffällt bei dem günstigen Modell, ganz rechts von Severin, das Toast guckte oben etwas raus. So kann es natürlich an der oberen Kante sich nicht gleichmäßig bräunen, was wir später aber auch noch sehen. Auf der mittleren Stufe passierte bei dem KitchenAid Toaster noch gar nicht viel. Das Toast war kaum getoastet. Dort war bei dem Modell von Dualit, dem schwarzen Toaster, schon deutlich mehr Farbe. Ob das gut ist oder schlecht, das sehen wir später, denn nicht immer ist ja Power alles. Von der Wertigkeit, der KitchenAid Toaster ist relativ schwer und besitzt ein Metallgehäuse, das ist positiv aufgefallen. Ebenfalls robuste Gehäuse haben die Toaster von Dualit und Krups. Der Toaster von Severin war etwas schlechter meiner Meinung nach von der Haptik im ersten Moment. Er ist aus Plastik von außen und wirkt sehr leicht. Um auch einen Geschwindigkeitsvergleich zu zeigen, haben wir das jetzt hier auch in Echtzeit. Jeweils genau die mittlere Stufe, ungefähr eine vernünftige Bräunung. Und der Toaster von KitchenAid war als erstes fertig. Er besitzt aber auch 1250 Watt. Als zweites an der Reihe war der Toaster von Dualit mit seinen 1100 Watt. Gefolgt vom Severin mit 700 Watt. Der Krups Toaster ließ sich dabei am längsten Zeit. Dabei sieht man auch immer mal wieder, dass die Wattzahl nicht das ausschlaggebende Kriterium sein sollte. Denn zwischen dem KitchenAid mit 1250 Watt und dem Severin mit 700 Watt lagen nur wenige Sekunden an Zeit und das Bräunungsergebnis ist ähnlich. Daher sieht man auch immer mal wieder, dass man sich von Wattzahlen nicht blenden lassen sollte. Das Ergebnis auf mittlerer Stufe bei der KitchenAid war noch relativ hell. Dualit vollflächig braun, genauso beim Krups Toaster. Beim Severin, leider wie befürchtet, waren die Toastscheiben, hier ein ganz normales Standardmaß, außen nicht braun, da die Heizdrähte relativ zentral im Toaster sind. Aber nun mal ein bisschen mehr Toast in die Toaster. Wir haben jede Stufe bei jedem Toaster ausprobiert. Das heißt, wir haben ganz unten begonnen, auf allerniedrigster Stufe und haben uns hochgearbeitet auf die insgesamt höchste Stufe und wollten einfach schauen, was passiert. Positiv beim KitchenAid. Wirklich alle Stufen konnte man essen, um das auch mal wirklich so zu betonen. Denn wie man hier sieht beim Dualit, er hat einfach unkontrollierbar viel Kraft. Genauso der Severin. Es verhält sich einfach so, dass auf der höchsten Stufe einfach nur noch ein schwarzes Ergebnis rauskommt und die niedrigste Stufe kaum ein Ergebnis. Also hier muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen, schauen wir uns nun um eine vernünftige Bräunung zu Ergebnisse erreichen. Detail an. Den Anfang macht der Toaster von Severin. Hier sehen wir ganz unten ein zu dunkles Ergebnis und ganz am Anfang ein etwas zu helles Ergebnis. Somit muss man immer mehr Fingerspitzengefühl beweisen und die Seiten sind zueinander auch noch unterschiedlich. Der zweite Toaster schon viel, viel besser. Es ist der Toaster von Krups. Auch wenn die ersten Ergebnisse vielleicht noch etwas zu hell sind,
weil die ersten 3 Stufen kaum einen Unterschied haben. Ist es hier aber so, dass die letzte Stufe das Toast nicht einfach nur verbrennt, sondern es man trotzdem noch essen kann, wenn man es krosch mag. Aber auch hier war leider die eine Seite etwas dunkler als die andere. Aber ich denke noch im Rahmen, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Als nächstes an der Reihe das Gerät von Dualit. Dort sehen wir auch eine vernünftige Abstufung. Man könnte sagen, dass das letzte Ergebnis auf der Seite jetzt etwas zu dunkel ist. Kann aber auch natürlich je nach Toast oder Brotsorte, die ich dort reinmache, etwas variieren. Aber auch hier sehen wir gleich wieder, dass wir eine sehr ungleichmäßige Bräunung haben von den beiden Seiten. Und wenn ich die letzte Scheibe gleich umdrehe, sehen wir nämlich auch das Ergebnis. Bei KitchenAid wirklich hervorragend. Eine schöne Abstufung. Die erste Stufe noch etwas zu niedrig, aber es geht noch. Aber ansonsten alle wirklich gut verzehrbar. Die letzte Stufe genau schön goldbraun. Danach haben wir noch mit einem Bratenthermometer das Gehäuse gemessen, ob wir zu heiße Stellen finden. Aber wir konnten eigentlich alle Stellen gut berühren noch und es war nichts zu finden, was uns wirklich zu heiß an den Händen war. Schauen wir uns die Toaster noch einmal im Detail an. Der Severin für seine 20 € ein wirklich einfaches Modell. Ich habe ein Drehrad, in dem ich die Intensität der Bräunung einstellen kann. Ich habe oben einen Aufsatz, mit dem ich Brötchen drauflegen kann. Der Toaster soll abschalten, wenn sich was verklemmt, aber das Brot zentriert sich hier nicht genau in der Mitte. Daher haben wir auch die sehr ungleichmäßigen Ergebnisse und wir haben wenige schlecht verteilte Heizdrähte. Das führt einfach zu dem Problem, dass das Brot in der Mitte erstmal sehr braun ist, außen dann immer abnimmt und dazu einfach die nicht so schönen Ergebnisse zustande kommen. Aber auch man muss immer den Preis ins Verhältnis setzen. Er kostet nur 20 € und er toastet das Brot. Er hörte sich erst ein bisschen klapprig an, der Toaster von Krups. Er besitzt ein Metallgehäuse, auf dem man leider sehr viele Fingerabdrücke sieht. Aber das ist dann nur mal Geschmackssache, ob man jeden Toaster nach dem Benutzen immer einmal abwischen möchte oder lieber eine Außenhaut haben möchte, auf der man sowas nicht sieht. Von der Bedienung ist der Toaster wirklich gut. Er kommt auch mit einem Brötchenaufsatz. Er hat eine, sie nennen es Vario-Technik zum Zentrieren der Brote, was sich toll anhört, funktioniert aber auch ganz gut. Man kann einfach verschiedene dicke Brote dort reinmachen und außen sind 2 Gitter pro Schlitz und die zentrieren das Brot, sodass es gleichmäßig gebräunt wird. Das hat uns gut gefallen. Er ist aus gebürstetem Edelstahl. Der Toaster von Dualit kam mit einem englischen Stecker. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe alle Produkte direkt auf Amazon bestellt. Die Produktlinks habe ich auch noch in meiner Videobeschreibung für dich. Und es wurde nirgendwo abgedruckt, groß bei Amazon Deutschland, dass er mit einem englischen Stecker kommt. Das ist ein großer Minuspunkt für mich, aber eher plattformbedingt als produktbedingt. Er hat eine Bagel-Funktion. Das bedeutet, dass nur eine Seite pro Schlitz erwärmt wird. Denn beim Bagel möchte ich nur die Innenseite erwärmen und die äußere Seite nicht. Das bietet sowohl der Dualit als auch der KitchenAid Toaster. Hier sehen wir nochmal das teuerste Modell jetzt. KitchenAid Artisan in Rot. Es ist schon insgesamt ein verrückter Toaster, um das einfach mal so zu sagen. Er hat eine automatische Absenkfunktion und bringt das Toast wieder automatisch hoch. Das ist sehr schön. Aber eher Spielerei. Was ich wirklich praktisch finde, ist unten diese LED-Anzeige. Erstmal sehe ich dabei, wie weit der Hebel ist. Okay, ich würde es auch am Hebel sehen. Aber ich sehe dort auch immer die Restlaufzeit. Denn wenn ich den Toaster starte, läuft die Anzeige rückwärts. Das finde ich persönlich total praktisch. Man darf den Preis an dieser Stelle aber auch nicht vergessen. Schließlich würde man rund 12 Toaster von Severin für den gleichen Preis bekommen. Wenn ich so einen hohen Preis nehme, habe ich natürlich auch in der Produktion und in den Funktionen eine andere Möglichkeit, Dinge umzusetzen. Und das hat KitchenAid hier gemacht. Auch wenn man hier bestimmt auch ein bisschen was von der Marke mitbezahlt oder auch einfach den Look. Denn er passt sich schließlich perfekt an die Küchenmaschinenserie an, beziehungsweise an alle Artisan-Geräte.
Das ist definitiv ein Thema, aber ich finde auch in puncto Qualität konnte dieser Toaster überzeugen. Bei mir mit dem Lieferumfang war einmal die Sandwich-Zange. Dort kann ich 2 Brote einklemmen und belegen und genau die gleiche Funktion des Toasters benutzen. Wir machen zu dem KitchenAid Toaster, weil er einfach die meisten Funktionen hat, aber auch nochmal ein Einzelvideo. Also abonniere uns gerne, dann wirst du dieses Video nicht verpassen. Kommen wir nun auch schon zum Fazit. Der Severin Toaster ist für mich persönlich nichts. Er wirkt vom Anfassen her einfach nicht gut und die Toastergebnisse neigen sehr schnell dazu, ungleichmäßig zu werden und zu verbrennen. Er ist von der Handhabung einfach nicht ganz so gut und das Toast bei einer normalen Größe guckt oben schon raus, da das Gerät sehr klein ist. Wer aber nur ganz selten einen Toast macht, kann damit ebenfalls einfach einen Toast reinmachen, Taste drücken und es kommt einigermaßen braun wieder raus. Der Toaster von Krups hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist mein persönlicher Preis-Leistungssieger. Die Toastergebnisse waren gut, die Bedienung war angenehm und die Geräte gibt es zwischen 40 und 50 Euro online. Der Dualit Toaster ist mir für die Funktion und für die Verarbeitung etwas zu teuer. Dazu kam das Problem mit dem englischen Stecker, was ich aber eher auf meiner persönlichen Seite anrechne, nicht auf der Produktseite. Aber auch die Toastergebnisse haben mir nicht so gut gefallen. Mein Gesamttestsieger ist der KitchenAid. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn man den Preis außer Acht lässt. Möchte ich mir einen Toaster für 250 Euro kaufen? Diese Frage kann sich nur jeder selbst beantworten. Er ist sicherlich ein Hingucker in jeder Küche und auch die Funktion ist gegeben. Die Toastergebnisse sind wirklich spitze und es macht Spaß, diesen Toaster zu bedienen. Es ist natürlich ein bisschen mehr als ein normaler Toaster. Ich habe einfach mehr Funktionen und das Gerät ist einfach cool. Das ist sicherlich ein Punkt, der nur auf den KitchenAid Toaster zutrifft. Ob es einem persönlich das wert ist, muss jeder selbst wissen. Vielen Dank fürs Schauen des Videos. Ich würde mich freuen, wenn du uns ein Abo dalässt und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.